Heute bei Juliana Matthäus zeige ich euch, wie ihr diesen coolen Rock mit Raffungen näht. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr einen super coolen, ausgestellten Rock näht. Das The Abbey Skirt Schnittmuster haben wir entwickelt, weil Volants und weite Röcke einfach perfekt für den Frühling und für den Sommer sind und einfach an jedem Figurtyp gut aussehen. Die Taschen machen es dann auch nochmal extra praktikabel, der Gummibund macht es super angenehm zu tragen und in Summe sieht es einfach super hübsch aus und ist einfach sehr, sehr bequem zugleich. Für den Abbey Skirt braucht ihr keinerlei Erfahrung im Nähen, denn ich zeige euch heute hier genau, was zu tun ist, bis der fertige Rock entsteht. Macht einfach direkt mit, pausiert da, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Schaut euch doch auch super gerne erstmal unser Grundlagentutorial an, denn da erfahrt ihr alle Basics an der Nähmaschine, lernt eure ersten Nähte und dann kann es direkt hier weitergehen. Das The Abbey Skirt Schnittmuster könnt ihr euch entweder runterladen als PDF-Datei und zu Hause ausdrucken oder ihr bestellt es euch als Papierschnittmuster. Und wenn ihr alle Materialien möchtet, in der richtigen Menge und super guter Qualität und genau die exklusiven Materialien, die wir hier nutzen, dann könnt ihr auch super gerne das DIY-Set bestellen, denn da ist alles drin, was ihr braucht. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns mal gemeinsam schauen, was wir so brauchen. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch super gerne noch dieses Video, wenn es euch gefällt. Und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Kollektion mehr verpassen. Also viel Spaß! Wir benötigen unser Schnittmuster, dann unseren Stoff, gerne auch mit Muster, ein Gummiband, passendes Nähgarn und unser Stoffetikett. Dann lasst uns mal loslegen. Nachdem ihr euren Stoff gewaschen und getrocknet habt oder ihn heiß abgedampft habt mit dem Bügeleisen, legt ihn gerne einmal vor euch hin, wie es auch auf eurem Schnittbild zu sehen ist in eurem E-Book. Ich habe hier links jetzt einen Stoffbruch gelegt und rechts beide offenen Kanten von meinem Stoff aufeinander liegen und platziere jetzt alle Papierschnittteile genau in meiner gewählten Größe auf dem Stoff, wie es auf dem Schnittbild zu sehen ist. Und dann stecke ich alle Schnittteile einmal ringsherum auf dem Stoff und hier bei mir durch beide Lagen fest. Achtet darauf, dass alle eure Schnittteile im Fadenlauf liegen. Das erkennt ihr an dem eingezeichneten Fadenlauf-Pfeil auf euren Schnittteilen. Der Fadenlauf liegt immer parallel zu eurer Schnittkante oder hier auch dem Bruch. Und dann werden wir zuschneiden. Wenn alle eure Teile platziert sind, dann kann es losgehen und ihr könnt einfach an den Kanten des jeweiligen Schnittteils entlang schneiden, denn alle Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten. Wie oft ihr die Schnittteile zuschneiden müsst, erfahrt ihr auch auf eurem Schnittbild. Wenn ihr das dann geschafft habt, dann kann es losgehen mit dem Versäubern der Kanten. Fädelt dazu bitte einmal eure Nähmaschine ein, im Ober- und im Unterfaden. Oder benutzt auch gerne für das Versäubern eure Overlock. Ich zeige euch das jetzt an einer normalen Haushaltsnähmaschine. Dann nutze ich einfach einen Zickzackstich mit einer Stichlänge von 4 und einer Stichbreite von 1,6. Damit unsere Kanten also nicht ausfransen, werden sie einmal ringsherum versäubert. Und wir arbeiten uns mit dem Zickzackstich immer entlang einer Kante hervor, sodass die Nadel, wenn sie links einsticht, genau mal in den Stoff trifft und rechts noch gerade so. Dann kommen wir zum Beispiel zu einer Ecke, da lassen wir die Nadel einfach stecken, heben den Nähfuß, drehen unseren Stoff in die nächste Richtung, senken den Nähfuß wieder und nähen weiter, sodass ihr dann alle Teile einmal genau dort versäubert, wo es wichtig ist. Auch das erkennt ihr in eurem Schnittbild. Und dann geht's richtig los. Wir legen als erstes unser oberes Rockteil mit der rechten Seite nach oben vor uns hin und das zweite, genau passende dazu, mit der rechten Seite nach unten darauf, sodass also die beiden rechten Stoffseiten genau aufeinander liegen. Und dann werden wir hier einmal diese komplette Strecke schließen und dafür einmal zusammenstecken. Ganz oben stecke ich mir meine ersten Nadeln, dann auch rum um den ganzen Taschenbeutel und unten auch noch bis zur unteren Kante. Dann nähen wir jetzt diese Strecke mit den beiden Ecken und der großen Rundung und stecken uns das genauso auch noch auf der anderen Seite. Dafür wählen wir dann einen Geradstich mit einer Stichlänge von 2,5. Es gibt wohl keine einfacheren Taschen als diese. Wir fangen ganz oben an, nähen in einem Abstand von 1 cm zur Kante, verriegeln und werden dann unsere Nadel stecken lassen, genau 1 cm unterhalb dieser Ecke. Dann können wir das Nähgut drehen, wenn wir den Nähfuß gehoben haben. Einmal hier entlang der Tasche nähen, ebenfalls mit 1 cm Nahtzugabe. Probieren hier eine möglichst schöne Rundung, entfernen die Stecknadeln nach und nach und nähern uns dann schon der nächsten Ecke.
Hier bleibt die Nadel auch wieder genau dort stecken, 1 cm oberhalb von der Ecke. Dann haben wir das Nähgut wieder gedreht und nähen nach unten weiter. Genau bis zur Kante und dort verriegeln wir wieder. Macht das bitte genauso auch noch auf der anderen Seite. Dann wird die Naht gebügelt und wir legen uns das einmal so vor uns hin, dass wir innen in den Rock hineinschauen können. Und dann müssen wir uns einmal entscheiden, welches die Vorderseite und welches die Rückseite von unserem Rock wird. Bei mir wird jetzt die Seite, wo der Taschenbeutel gerade hin zeigt, die Vorderseite. Denn da sollen die Taschen ja hin zeigen, damit wir auch später reingreifen können. Das heißt, ihr seht es, ich bügele jetzt die Nahtzugaben in eine Richtung, also in Richtung des Taschenbeutels. Und auch hier über die Kante von meiner Tasche bügele ich einmal scharf rüber. Dann wird dieser Eingriff von der Tasche fast unsichtbar. Auf der anderen Seite muss es dann genau spiegelverkehrt passieren, denn die Taschenbeutel sollen ja beide in Richtung des Vorderteils zeigen. Dann werden wir noch die unteren Teile genauso zusammennähen. Wir legen also ein Rockteil auf das andere rechts auf rechts und schließen dann genau die rechte und linke kurze Seite, erst mit ein paar Stecknadeln und anschließend wird dann die Strecke noch zusammengenäht. Das wird dann eine einfache gerade Naht von ganz oben nach ganz unten und zwar auf beiden Seiten von diesen Rockteilen. Die Nahtzugaben hier möchten wir jetzt einmal auseinander bügeln. Das heißt, die Bügeleisenspitze schiebt sich immer genau zwischen die Nahtzugaben und bügelt sie dann einmal platt. Bügelt anschließend auch noch einmal von der rechten Seite darüber. Jetzt möchten wir unsere oberen Strecken einmal kräuseln. Dann nähen wir an der Oberseite also einmal komplett im Kreis und zwar bei dieser Stoffbahn von unserem Rock und auch bei dem unteren Teil von unserem Rock. Jeweils die obere Seite. Stellt dafür bitte einmal eure Stichlänge von dem Geradstich auf etwas ganz Großes wie 4 oder 5 und fangt an einer Stelle an der oberen Bahn an. Wir werden 2 parallele Nähte nähen. Die erste soll in einem Abstand von so 4 mm von der Kante rechts entfernt sein. Auch am Ende bitte nicht verriegeln, sondern noch 10 cm von eurem Garn hängen lassen. Und dann machen wir noch eine zweite parallele Naht, die jetzt etwas links von der gerade gefertigten platziert wird. Ungefähr 2 mm davon links soll sie genäht werden. Auch am Ende und am Anfang wird hier nicht verriegelt, sondern der Faden hängen gelassen. Und die Stichlänge beträgt immer noch 4 oder 5. So, diese Fäden brauchen wir jetzt. Denn wir nehmen uns jetzt jeweils die oberen Fäden von unseren beiden Nähten, halten diese fest und ziehen den Stoff dann darüber und raffen ihn zusammen. Also der Stoff gleitet jetzt über diese Naht, die wir mit einem großen Abstand gesteppt haben und zieht sich immer weiter zusammen. Macht das jetzt bitte, sodass auf der gesamten oberen Seite eurer beiden Stofflagen von dem Rock, also dem oberen Teil vom Rock und dem unteren, jeweils eine gekräuselte Kante entsteht. Die Kräuselungen sollten dabei möglichst gleichmäßig verteilt sein. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Von dem oberen Rock soll die Strecke, die ihr dann gekräuselt jetzt zusammenzieht, genau so lang sein wie das Bündchen, an die sie genäht wird. Bei dem unteren Rock ist es so, dass die obere Kante, die ihr kräuselt, genau so lang sein soll im gekräuselten Zustand, wie die untere, glatte Kante unseres oberen Rockteils. Dann fertigen wir einmal das Bündchen und falten es in der Mitte rechts auf rechts, sodass die kurzen Kanten aufeinander liegen und die stecken wir einmal zusammen und nähen genau hier einmal entlang. Die Stichlänge sollte hier wieder auf 2,5 gestellt werden bei eurem Geradstich. Die Nahtzugaben von unserem Bündchen möchten wir auch auseinanderbügeln. Geht da mit der Spitze einmal drüber und bügelt es dann auch von der rechten Seite einmal platt. Dann falten wir das Bündchen wieder einmal in der Mitte, aber diesmal entlang der langen Kante und bügeln dann einmal über den Stoffbruch, sodass das Bündchen komplett ringsherum einmal umgebügelt wird, genau in der Hälfte.
Anschließend legen wir die Enden von unserem Gummiband aufeinander, sodass das unverdreht liegt und die Kanten sich jeweils um so 1 bis 2 cm überlappen und nähen dann einmal mit einem Zickzackstich, der kann auch etwas breiter sein, immer über diese Überlappung vor und zurück. Näht da wirklich mehrfach drüber, denn diese Naht soll bombenfest sein und ganz, ganz lange halten. Und dann könnt ihr verriegeln und den Faden abschneiden. Dann nehmen wir einmal unser vorbereitetes Bündchen und unser vorbereitetes Gummiband und legen das Gummiband genau zwischen die Lagen unseres Bündchens. Das stecken wir uns in der hinteren Mitte dann mit einer Querstecknadel fest. Und nicht wundern, die Strecke von unserem Bündchen ist deutlich länger als die von unserem Gummibund. Das ist richtig, denn die Strecke soll sich ebenfalls raffen. Nehmt jetzt bitte einmal die gegenüberliegende Mitte von Gummibund und Bündchen und steckt diese genau ineinander und steckt da dann bitte eure nächste Stecknadel. Dann lässt sich die Strecke nämlich gleich viel leichter verteilen dazwischen. Haltet jetzt beide Stellen, an denen ihr schon die Stecknadeln gesteckt habt, fest und zieht einmal stark daran und teilt dann genau die Strecken wieder auf in der Hälfte. Also genau dort bei Gummibund und Bündchen, wo wieder die Hälfte liegt, die steckt ihr wieder aufeinander mit einer Quernadel und dann immer die jeweiligen Strecken noch dazwischen. Ihr seht, dass sich so der Stoff ganz gleichmäßig auf das Gummibund verteilt. Und eine Raffung könnt ihr auch schon erkennen. Steckt dann den Stoff und das Gummiband alle 10 cm aufeinander und dann wird genäht. Jetzt nähen wir wieder mit einer Stichlänge von 2,5, also unserem normalen Stich. Wir nähen jetzt in 1 cm Abstand von der Umbruchkante rechts und halten unser Bündchen hier die komplette Zeit gedehnt, sodass der Stoff ganz glatt vor uns liegt und das Gummiband ungespannt ist. Dann nähen wir eine möglichst gerade Naht, bis wir wieder dort ankommen, wo wir angefangen haben und achten die komplette Zeit darauf, dass unsere Stofflagen von unserem Bündchen links, hier wo die offenen Kanten sind, genau miteinander abschließen. Die Quernadeln könnt ihr die Zeit über stecken lassen. Wenn ihr in der hinteren Mitte wieder angekommen seid, dann könnt ihr euren Faden einmal abschneiden. Und wir machen das gleiche jetzt nochmal, aber genau parallel zu der Naht, die wir gerade gefertigt haben. Die nächste Naht soll dann in einem Abstand von 1 cm wieder passieren. Und auch hier dehnen wir das Bündchen über die ganze Zeit, bis der Stoff einfach gerade liegt und das Bündchen ungespannt abgesteppt wird. Wenn ihr auch hier rum seid, dann können wir einmal das Bündchen genau hier an die obere Kante, die schon gerafft ist, auf die Bündchenlänge annähen auf unsere obere Rockpartie. Dafür legen wir das Bündchen einmal rechts auf rechts um unseren Rock herum. Wir starten hier bei der Seitennaht. Genau dort soll die Naht von unserem Bündchen angelegt werden, sodass diese mit dem Bündchen und der Seitennaht fortläuft. Und wir stecken hier einmal eine Stecknadel genau durch die Naht und auch durch die Naht von unserem Rock. Legen dann hier einmal unser Bündchen um den Rock herum, sodass er unverdreht liegt und alle offenen Kanten miteinander abschließen. Und dann machen wir es wie eben. Jetzt ist ja der Bündchen kürzer als unser Rock, denn der soll ja auch noch etwas mehr gerafft werden, aber trotzdem noch nachgeben. Und dafür werden wir uns jetzt einmal die Hälfte von unserem Bündchen nehmen und genau auf die andere Seitennaht stecken. Anschließend können wir noch die Strecken aufteilen. Wir dehnen also dafür einmal unseren Bund genau auf die Länge unserer oberen Rockkante, markieren uns dann hier wieder die Hälfte mit einer Stecknadel. Und das Ganze machen wir einmal ringsherum. Wenn der Gummibund und beide Stofflagen zusammengesteckt sind, dann nehmen wir das Ganze mit unter die Nähmaschine und nähen einmal ringsherum. Wir fangen am besten bei unserer Seitennaht an,
senken da das Füßchen und verriegeln auch und nähen in einem Abstand von 1 cm zur Kante. Und dabei dehnen wir unseren Gummibund mit den beiden Stofflagen die gesamte Zeit. Die untere Lage, die wir schon gekräuselt haben von unserem Rock, bleibt dabei ganz gelassen liegen und wird nicht mitgezogen, sondern das Gummibündchen mit den beiden Stofflagen wird genau auf diese Länge gebracht beim Nähen. Ich schaue auch beim Nähen immer zwischendurch, dass die untere Lage, die ja die Kräusel hat, die wir zuvor gefertigt haben, schön gleichmäßig dort liegt und die Kräusel auch gleichmäßig noch verteilt sind, wie wir es vorgesehen hatten. Denn dann wird es am schönsten. Dann ist das Bündchen also angenäht und wir können noch die untere Stofflage daran nähen. Das funktioniert genauso. Wir legen die Lagen rechts auf rechts, also stecken wir den oberen Rock quasi rechts auf rechts in den unteren und legen dann einmal die kompletten Strecken aufeinander. Dadurch, dass wir die Strecke von dem unteren Rockteil schon gekräuselt haben, müssen wir auch hier dann gar nichts mehr dehnen. Die sollen einfach glatt aufeinander liegen. Die Seitennähte werden dabei genau aufeinander gesteckt und werden dann ein Verlauf sein, von außen gesehen. Auch hier beim Stecken achte ich wieder darauf, dass die gekräuselte Naht möglichst schön aussieht und die Kräusel ganz gleichmäßig um den Rock herum verteilt sind. Dann nähen wir hier einmal komplett drumherum. Ich fange hier wieder bei einer Seitennaht an zu nähen, verriegel dort und nähe so lange, bis ich wieder dort angekommen bin, wo ich jetzt gerade angefangen habe. Und auch hier lege ich mir die Kräusel immer noch mal schön gleichmäßig zurecht. Wir nähen in einem Abstand von 1 cm zur Kante und verdecken damit auch genau die Nähte, die uns provisorisch geholfen haben, um die Raffung zu machen. Die verschwinden jetzt quasi in den Nahtzugaben und sind dann von rechts gar nicht mehr sichtbar. Dann fertigen wir noch einen Einschlag-Umschlag-Saum und das bedeutet, dass wir den Saum erst 2 cm zur linken Stoffseite einschlagen und dann nochmal weitere 2 cm. Über die jeweils umgeschlagenen Kanten bügeln wir dann scharf rüber. Und stecken sie uns auch fest. Und dann machen wir das genauso entlang der gesamten Rockstrecke. Und dann nehmen wir hier wieder einmal genau im Kreis. Wir nähen hier knappkantig von der umgeschlagenen und hochgefalteten Kante entfernt, also genau hier, nur so 1 bis 2 mm von dieser Kante ringsherum, fangen da an einer Seitennaht und enden auch genau dort wieder. Probiert das möglichst gerade, denn diese Naht sieht man natürlich auch von der rechten Seite. Und das war die letzte Naht. Ich würde euch empfehlen, den Rock jetzt noch einmal abschließend endzubügeln und dann könnt ihr gerne auch das Stoffetikett in der hinteren Mitte platzieren. Ich würde euch empfehlen, das hier auf dem Bündchen anzunähen, einfach nur die rechte und die linke obere Ecke mit ein paar Handstichen und dann ist der Rock beendet. Herzlichen Glückwunsch! Ja, das war's auch schon. So schnell entsteht ein Rock. Der ist nicht nur super hübsch, sondern auch super angenehm zu tragen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude daran. Fühlt euch im Frühling und im Sommer einfach super wohl. Und übrigens ist es auch ein absoluter Allrounder, denn mit einem dicken Strickpulli sieht er auch im Herbst und im Winter richtig cool aus, mit einer Strumpfhose und ein paar Stiefeln. Genau, also seid stolz drauf, was ihr heute geschafft habt und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir gemeinsam nähen. Fühlt euch gedrückt und bis dann.